Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen heute am Montag mal wieder in die besten Tendenzen für die Woche. Wo liegt so ein bisschen Wunscherfüllung oder was sind die Energien, die für uns da sind, wo wir am besten die besten Ergebnisse haben können oder etwas zu unseren Gunsten passiert. Ui. Es kann hier sein, dass sich ein Konflikt beendet, den man mit dem Thema Geld hat. Wunscherfüllungstendenzen hin zu Lösungen finanzieller Art, aber an sich auch so eine Wunschenergie, wo man Konflikte, die man mit dem eigenen Seelenleben hat, in eine gute Basis bringen kann. Schicksalshafte Wunscherfüllung, eine schwierige Situation, die leichter wird, auch emotional. Wow, jetzt haben wir die Sonne noch dabei. Wir können hier sehr gut an Energien aus der Vergangenheit anknüpfen. Das heißt, irgendetwas wurde vielleicht schon gut angezettelt und hat jetzt hier diese Woche die Energie, ja, die Sonne ist die beste Karte im Lenormand, dass sich Dinge sehr zum Wohle wenden. Hier, wie gesagt, bisher bei allen Konflikten, die man mit sich selbst hat, auf der Seelenebene, bei den Finanzen und auch, ich sehe so, die Emotionen mit mehr Lichtenergie durchflutet, lichtvolle Gedanken, Positivität, Kreativität auch. Familienthemen sind hier angezeigt. Es kann hier durchaus auch um ein Schicksal innerhalb Familien gehen, das hier positiv beeinflusst wird, oder aber auch um die Finanzen der Familie. Überall da, wo man so Konflikte hat oder wo die Harmonie fehlt, sieht man, dass man irgendwo einen Kampf auch beenden kann. Ein bisschen Friedensgefühl, das sich hier einstellt. Hier wird Spiritualität zum Sprungbrett auch. Hier habe ich so eine große Klarsicht, eine große Zeit der Eingebungen, eine Klarheit da, wo man wankend unterwegs war oder auch mit einem Schatten konfrontiert. Die emotionale Ebene ist hier sehr präsent in der nächsten Woche. Emotionale Genesung könnte man das auch nennen. Wow, ich habe hier sehr viel gute Energie aus dem Umfeld. Hier liegen die Blumen im Hause des Umfelds drin und ich denke, man darf hier mit Menschen rechnen, die einem Gutes tun, die unterstützen, mit leichten Lösungen, mit Lösungen, die wie ein Geschenk daherkommen. Man ist vielleicht viel im Außen unterwegs oder man wirkt auch aufs Außen so ein bisschen ausgeglichener. Freundlichkeit wird groß geschrieben die nächste Woche. Vielleicht auch so ein Stück Selbstlosigkeit von anderen, mit denen man hier rechnen darf. Chancen, die einem gegeben werden von außen. Wir haben den Klee sogar noch dabei. Die Blumen, die Sonne und den Klee. Und das bei einer Wunscherfüllungslegung. Also hier wird im Alltag Erleichterung kommen. Die Wege sind kurz, das Alltagsglück wird wahrgenommen. Hier haben wir so ein Pendant. Einsteils ist die Tiefe, die Tiefgründigkeit und wir haben aber auch die Oberflächlichkeit mit dabei. Es kann hier sein, dass wir vielleicht so den Auftrag verspüren, in etwas mehr Tiefe reinzukriegen.
Ja, die eigene Kraft, die Leidenschaft, das Vertrauen ins Leben, die gute Basis. Wir haben ja von hier, sagen wir mal, schicksalshaftes Familienthema, die Vaterfiguren dabei. Hier auch das gute finanzielle Fundament. Unten am Deck haben wir noch den Beruf, die Berufung, die Arbeitsthemen. Hier sind beste Tendenzen, beruflich neue Verträge zu kriegen oder aber auch etwas beruflich verbindlich zu gestalten. Oder aber auch, dass alle Arbeit an Beziehungsthemen sich hier nächste Woche als gutes, ich sag mal, Auskommen zeigt. Hier habe ich auch, es hört sich jetzt blöd an, ich sage es trotzdem, eine große körperliche Angezogenheit zu jemand, ne? Also Vereinigung auf der körperlichen Art oder auch durch Berührungen. Und dieses Anlehnen, ne? Dieses Gefühl von, ich kann mich anlehnen, ich komme an, mir geht es gut. Ich kann bewusst meine eigene Stärke leben. Ich kann mich selber versorgen. Ich fühle mich versorgt. Schauen wir hier, was hier noch mitkommt. Guckt mal. Wunscherfüllungslegung und dann kommt hier, dein Wunsch wird erfüllt. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Wahnsinn, ne? Das sind halt die Momente, wo ich froh bin, dass ich die Karten mische und die nicht hier vorlege. Denn man sieht ja, dass es rausfällt. Die nächste Woche ist begünstigt, Situationen zu verlassen, die nicht gut für uns sind. Hier sind Belohnungen auf dem Weg, wo wir schon rausfiltriert haben, dass etwas uns nicht gut tut und wo wir schon so aus der Tür raus sind. Und hier sind die Türöffner im Prinzip für die neuen Dinge. Das perfekte Timing auch, der richtige Zeitpunkt zum Vorwärtsgehen. Von den Themen her haben wir hier nochmal Beruf, Geld, Beziehung, Familie, emotionale Heilung auch oder Genesung. Schon mal schön. Ich denke, wir nehmen für die Woche mal noch eine Rune. Okay, hier haben wir die Erbschaft mit Otala. Das kann hier sein, dass es um das Erbe der Familien geht, ne? Also das Wissen oder die Familienthematik haben wir ja hier. Das Erbe, das dir in die Wiege gelegt wurde, emotionale Genesung oder dass man halt auch einfach sagt, okay, hier trete ich mal das Erbe meines Stammes an. Hier geht es viel um Familienthemen, Ahnenthemen. Wir haben hier die Familienthemen, wir haben die väterliche Linie in dieser Legung. Die Herkunft, vielleicht wird einem so ein bisschen mehr auch bewusst, auf welchen Spuren man im Leben geht. Es geht sehr viel um das Thema deiner Ahnen und deines Stammes sozusagen. Es ist eine sehr erdige Energie. Man ist gut mit dem Körper verbunden, das hatten wir hier auch. Und natürlich geht es bei der Erbschaft auch darum, dass Eigentum erschaffen werden kann, dass man irgendwie etwas Gutes investiert in irgendetwas, das langfristig dient. Und die Wurzeln sind hier ganz gut, ne? Die Verbindung zu unseren Wurzeln. Natürlich kann man hier auch mal etwas weitergegeben bekommen, materieller Art aus der Familie oder so, ne? Oder von jemand, der einen begünstigt hat. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Wunscherfüllungswoche. Ich drücke euch und bis morgen.